Hallo, wir sind die Immendörfers und zeigen euch heute unsere umgebaute Scheune. Ja, dann kommt mal rein. Ja, das hier ist das Herzstück von unserer Scheune, die wir umgebaut haben. Hier spielt sich unser ganzes Familienleben ab und ja, hier sind wir am liebsten. Ja, wir leben hier in der umgebauten Scheune seit 13 Jahren mit unseren 2 Kindern. Die Grundfläche sind ungefähr 70 Quadratmeter und deswegen mussten wir nach oben bauen, um genug Platz zu haben zu wohnen. Ja, wir mussten uns an der Grundfläche von der alten Scheune orientieren und deswegen haben wir hier gar keine rechten Winkel und mussten ganz viel improvisieren. Das Besondere an dem Haus ist, es war ursprünglich eine Scheune, die war einsturzgefährdet. Sie befindet sich im Zentrum von Markgröningen, einer mittelalterlichen Stadt. Hier ist alles heilig, was im Innenstadtzentrum ist. Die Altstadt hat eine Satzung, in der sie quasi ihre Gebäude schützt. Dadurch, dass es quasi nicht möglich war, diese alte Struktur zu erhalten, haben wir einen Deal gemacht. Wir haben dann, um den Neubau realisieren zu können, die Fachwerkfassade in Einzelteilen abgebaut, die nummeriert und beim Zimmermann eingelagert. Dann wurde der Neubau gebaut, aufgebaut und als der fertig war, konnte man dann die Hölzer in Einzelteilen beim Zimmermann abholen, um danach wieder die Fassade, so wie sie früher mal aussah, wieder an das Gebäude dran montieren. Wir sind volles Risiko gegangen und haben gehofft, dass es klappt. Es war eine spannende Zeit mit viel Emotionen dabei und ja, hat geklappt zum Glück. Und ansonsten handelt es sich hier um ein 100%iges Holzhaus, Massivholz. Die Wände, die Decken, alles besteht aus Holz. Wie man hier sieht, das ist ein stützenfreier Raum. Der wird gehalten anhand von einer Wand, die sich hier auf die Außenwände abträgt und mit Schrauben verbunden wird. Dadurch kommen wir hier in den Genuss, uns frei bewegen zu können. Wir leben hier quasi immer sehr offen. Am Anfang mussten wir uns so ein bisschen dran gewöhnen, weil das schon ein bisschen wie im Zoo ist. Aber da gewöhnt man sich dran. Im Winter machen wir das Tor zu, wenn es dunkel wird, sonst ist es zu offen. Aber man gewöhnt sich dran, man lebt quasi mit den Leuten draußen. Die Leute haben ja auch keine Scham. Also die kommen hier direkt an die Fensterscheibe und drücken ihre Nase da und schauen, wie man so hier lebt. Die Menschen, die draußen dann stehen bleiben, schauen sich dieses Fachwerk an und fragen sich, hat es hier gebrannt? Ja, oder ist es schon fertig oder was ist das hier eigentlich? Jetzt nehmen wir euch mal mit nach oben. Ja, hier sind wir in unserem zentralen Treppenhaus. Hier sieht man am schönsten die Materialien, wie sie zusammenspielen. Holzdecke, massive, tragende Wand, von unten fixiert, sodass der Raum darunter quasi schwebt. Aber hier im Zentrum sieht man, dass das Grundstück nicht mit rechten Winkeln zur Verfügung stand. Und deswegen ist hier eine schöne Ecke zu erkennen, bei der man dann quasi den asymmetrischen Raum schön wahrnehmen kann.
Also für mich ist das ganz schwierig, weil ich bin echt ein Symmetriehonk. Bei mir muss normalerweise alles rechtwinklig, gerade, alle Linien müssen aufeinander stimmen, aber da habe ich mich ein bisschen lockern müssen. Hier ist das Kinderzimmer von unserem ersten Kind. Hier sieht man ganz schön, dass wir die Fassade an die kleine Scheune anpassen müssen. Hier sieht man quasi den Giebel von der kleinen Scheune, die dahinter steht. Und das Fachwerk dahinter kann man schön sehen. Und hier ist das zweite Kinderzimmer. Eigentlich genau das gleiche. Ja, da oben schlafen die. Die laufen über ihren Schrank quasi hoch auf die Empore und können da oben schlafen mit einem wunderbaren Blick raus aus dem Fenster, durch das Fachwerk durch. Die haben eigentlich die schönsten Räume. Das Gebäude hat ja nur die Möglichkeit, von einer Seite zu belichten. Deswegen mussten wir uns was einfallen lassen, wie wir die anderen Räume trotzdem hell bekommen. Und das haben wir dadurch gelöst, dass wir in unser Dach Oberlichter eingebaut haben. Die bringen das Licht hier runter und belichten indirekt dann die Wohnräume, die sich dahinter befinden. Hier ist jetzt zum Beispiel unser Schlafraum. Und das macht natürlich dann genügend Licht, um auch dort zu leben, obwohl wir auf der anderen Seite die Fenster haben. Hier gibt es keine Fenster. Hier kommen wir in unser Schlafzimmer. Das ist unsere kleine Skihütte, nenne ich die, weil es ja wirklich eng ist. Man sieht es ja, man kommt fast nicht durch hier. Und die Belichtung ist auch hier nur vom Treppenhaus, das indirekte Licht. Und dann haben wir hier noch ein Oberlicht, das man öffnen kann. Das geht automatisch. Aber dass es so eng ist, macht nichts, weil jetzt komme ich zu meinem Lieblingsraum. Ich nenne das die Zentrale, weil man hat hier den Blick von ganz oben bis ganz unten. Man kann das ganze Haus anschauen. Ich liebe diesen Raum. Hier bin ich am allerliebsten. Ich bin Architekt und unser Haus war quasi mein erstes richtiges Projekt. Und ich hatte die Möglichkeit, hier sehr viel zu experimentieren, was ich keinem anderen Bauherrn hätte zumuten wollen. Und auf diese Erfahrung bin ich eigentlich sehr stolz und vor allem sehr froh, denn es hat sich gelohnt, in dieser Knappheit zu planen. Ja, wir haben hier so lustige Zugschalter im Flur oder in allen Zimmern, die mit so einer alten Gardinenstange von Mirkus Oma gemacht wurden, weil wir keine Kabel in den Wänden verlegen konnten, wie bei normalen Häusern unter Putz, sondern wir mussten die quasi durch so einen verdeckten Kabelkanal hier immer verdeckt von hinten rauskommen lassen. Und deswegen haben wir diese schönen Stangen, wo man die Lichter an- und ausmachen kann. Müssen wir auch erst mal finden. Ja, unsere Türen quietschen etwas, weil die aus der Wand einfach rausgeschnitten wurden und 250 Kilo wiegen und das ist echt schwer. Und diese Scharniere, die sind zwar richtig gut, aber quietschen trotzdem und da kann man sich nachts nicht rausschleichen, auf keinen Fall. Das Haus lebt richtig. Dadurch, dass das Holz so arbeitet, hat es nachts teilweise, ich weiß nicht, es war immer nachts auf jeden Fall, diese Rissbildung, wie man hier schön sieht an dem Haus, dann hat es einfach einen Knall getan manchmal. Ich dachte, da wird eine erschossen. Da sind wir fast aus dem Bett gefallen nachts. Hier sind wir in unserem Wohnzimmer. Das ist unser größter und hellster Raum.
Also ich finde, hier kann man das Fachwerk am schönsten sehen. Durch das große Fenster und diese große Fachwerkfront ist das voll schön, wie so ein altes Bild. Sowas kann man natürlich nicht planen, aber hier hat man den Blick über Herrlich. das ganze Tal. Ja. Bis ins nächste Dorf kann man da schauen. Und jetzt gehen wir zur Dachterrasse. Ja, und hier oben, da sieht man natürlich die Herausforderungen, denen wir uns gestellt haben im Altstadtgebiet. Hier ist übrigens auch ein Gebäude direkt an unserem Gebäude dran. Fällt auch ab und zu noch was runter. Man sieht, es ist alles so alt und aus Lehm gebaut, aber so war unsere Scheune eigentlich auch ziemlich ähnlich. Und hier kann man relaxen. Ja, und hier oben kann man ganz ungestört liegen und ein Buch lesen. Das ist eigentlich schön hier über den Dächern der Stadt. Also wir wohnen noch sehr, sehr gern nach wie vor hier im Haus und ich liebe diese Einfachheit, die dieses Haus hat. Was mich besonders fasziniert hat, ist, dass wir mit der Belichtung, die wir nur von einer Seite haben, klarkommen und dass wir uns hier schön zu Hause fühlen. Also ich liebe es hier in der historischen Altstadt zu leben. Ich könnte es mir gar nicht anders vorstellen. Hier am Marktplatz, hier ist immer was los. Ja, ich liebe es einfach. Ich würde nie wegziehen. Das war die Roomtour von unserer umgebauten Scheune. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch mehr spannende Häuser oder Wohnungen sehen wollt, klickt hier oder abonniert den Kanal.